Ich habe einfach keine Lust mehr. Hallo zusammen, ich bin Anna. Hallo Anna. Keine Lust mehr? Worauf denn? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Deutsch-Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas, erinnerst du dich an meinen Plan für einen 10-Kilometer-Lauf zu trainieren? Am Anfang war ich so motiviert. Ich habe neue Laufschuhe gekauft, ich habe einen Trainingsplan geschrieben. Aber diese Woche, es war kalt, es hat geregnet und ich bin nicht ein einziges Mal gelaufen. Die Motivation ist komplett weg. Das klassische Problem. Die Motivation ist verschwunden. Und genau das ist unser Thema heute. Wie man motiviert bleibt, auch wenn es schwierig wird. Wir werden darüber sprechen, was Motivation wirklich ist und welche Strategien uns helfen, unsere Ziele langfristig zu verfolgen. Das ist eine Lektion auf B1-Niveau. Also erwarten Sie eine tiefe und praktische Konversation. Ich hoffe, du hast ein paar gute Strategien. Mein innerer Schweinehund ist im Moment sehr stark. Den inneren Schweinehund kennt jeder. Aber wir können lernen, mit ihm umzugehen. Die erste und wichtigste Lektion ist, man darf sich nicht auf Motivation verlassen. Anna, die meisten Menschen glauben, dass man Motivation braucht, um eine Aktion zu starten. Sie warten auf das Gefühl der Inspiration oder der Energie. Aber das ist ein Fehler. Ein Fehler? Aber ohne Motivation habe ich doch keine Lust, etwas zu tun. Die Motivation ist eine unzuverlässige Emotion. Sie ist wie ein Gast, der kommt und geht, wann er will. Du kannst deine Ziele nicht von einem so unzuverlässigen Gast abhängig machen. Die Wahrheit ist, Aktion erzeugt Motivation, nicht umgekehrt. Aktion erzeugt Motivation. Das heißt, ich muss anfangen, auch wenn ich keine Lust habe. Ganz genau. Disziplin ist wichtiger als Motivation. Disziplin ist das System, das funktioniert, auch wenn das Gefühl fehlt. Es ist wichtig, dass du nicht auf die Motivation wartest, sondern einfach den ersten Schritt machst. Okay, ich verstehe. Ich sollte also nicht warten, bis ich Lust zum Laufen habe. Ich sollte einfach laufen. Und dann kommt die Lust vielleicht. Genau, du hast es auf den Punkt gebracht. Aber wie machen wir diesen ersten Schritt, wenn er sich so schwer anfühlt? Dafür brauchen wir eine klare Strategie. Und die beginnt mit einem klaren Ziel. Ein Grund, warum wir die Motivation verlieren, ist, dass unsere Ziele oft zu vage sind. Dein Ziel, einen 10-Kilometer-Lauf trainieren, ist gut, aber es ist nicht spezifisch. Ein gutes Ziel sollte smart sein. Smart? Was bedeutet das? Das S steht für spezifisch, was genau willst du erreichen? M für messbar, wie misst du deinen Erfolg? A für attraktiv oder erreichbar, ist das Ziel realistisch? R für relevant, ist das Ziel wichtig für dich? T für terminiert, bis wann willst du das Ziel erreichen? Puh, das klingt kompliziert. Lass es uns für dein Ziel machen. Dein vages Ziel ist, für einen 10-Kilometer-Lauf trainieren. Ein Smart-Ziel könnte sein, in 3 Monaten werde ich 10 Kilometer in unter 70 Minuten laufen können. Ich werde dafür 3-mal pro Woche trainieren. Ah, das ist viel klarer. Es ist spezifisch, messbar, realistisch und hat einen Zeitplan. Genau. Du brauchst einen klaren Plan, damit du motiviert bleibst. Und du brauchst kleine Schritte, um nicht überfordert zu sein.
Denken Sie an eines Ihrer Ziele. Ist es SMART? Wie können Sie es spezifischer und messbarer machen? Ein klares Ziel ist wichtig, aber es ist nicht genug. Um langfristig motiviert zu bleiben, brauchst du eine tiefe, emotionale Verbindung zu deinem Ziel. Du brauchst ein starkes Warum. Mein Warum. Ich will laufen, um fit zu sein. Probing deeper. Fit sein ist wie nett sein. Es ist ein bisschen langweilig. Es motiviert dich nicht, wenn es draußen regnet. Was ist der wahre, tiefe Grund? Was ändert sich in deinem Leben, wenn du dieses Ziel erreichst? Wenn ich regelmäßig laufen würde, hätte ich mehr Energie am Tag. Ich wäre weniger gestresst. Und ich würde mir selbst beweisen, dass ich etwas Schwieriges schaffen kann. Das wäre gut für mein Selbstvertrauen. Siehst du, das sind starke Warums. Mehr Energie haben, weniger gestresst sein, sich selbst etwas beweisen. Wenn du keine Lust zum Laufen hast, solltest du nicht an die 10 Kilometer denken. Du solltest an das Gefühl von mehr Energie und Stolz denken. Das ist ein toller Tipp. Was ist Ihr Warum? Warum wollen Sie wirklich Deutsch lernen? Nicht nur, um einen Jog zu bekommen. Was ist das tiefere Gefühl dahinter? Die dritte Strategie ist sehr praktisch und macht Spaß. Man muss sich selbst für seine Fortschritte belohnen. Belohnungen, das gefällt mir. Unser Gehirn liebt Belohnungen. Wenn wir eine positive Erfahrung mit einer schwierigen Aufgabe verbinden, wollen wir diese Aufgabe wiederholen. Aber es ist wichtig, dass die Belohnung sofort nach der Aufgabe kommt. Okay, was wäre eine gute Belohnung, nachdem ich laufen war? Das hängt von dir ab. Wenn du dein Training für den Tag beendet hast, dann kannst du eine Episode deiner Lieblingsserie schauen. Oder wenn du eine Woche lang 3-mal gelaufen bist, dann kaufst du dir ein neues Buch. Ich verstehe. Kleine Belohnungen für kleine Erfolge. Ich könnte mir einen Plan machen. Wenn ich 1 Kilometer mehr laufe, dann gönne ich mir ein Bad mit viel Schaum. Das ist eine perfekte Belohnung. Sie ist entspannend und passt zum Thema Gesundheit. Was wäre eine gute Belohnung für Sie? Denken Sie an Ihr Ziel. Welche kleinen Belohnungen könnten Sie sich geben? So, Anna, jetzt haben wir alle Werkzeuge. Lass uns deinen neuen Motivationsplan für dein 10-Kilometer-Ziel erstellen. Okay, mein neuer Plan. Ich bin bereit. Erstens das SMART-Ziel. Wiederhole es bitte. In 3 Monaten werde ich 10 Kilometer in unter 70 Minuten laufen. Ich werde dafür 3-mal pro Woche trainieren. Perfekt. Zweitens dein Warum. Wenn die Motivation schwach ist, woran wirst du denken? Ich werde an das Gefühl von Energie und Stolz denken. Ich will mir beweisen, dass ich es schaffen kann. Sehr gut. Und drittens dein Belohnungssystem. Mach es konkret. Okay, wenn ich eine Woche lang 3-mal gelaufen bin, dann gehe ich am Sonntag in mein Lieblingscafé und esse ein großes Stück Kuchen. Und wenn ich zum ersten Mal 5 Kilometer ohne Pause laufe, dann kaufe ich mir neue Sportkleidung. Anna, das ist ein fantastischer Plan. Er ist klar, emotional und macht Spaß. Ich bin absolut sicher, dass du motiviert bleiben wirst, wenn du diesem System folgst.
Danke, Lukas. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so, als ob ich aufgeben will. Ich habe einen klaren Weg. Ihre letzte Mission für heute. Es ist eine Planungsübung. Sagen Sie uns in den Kommentaren 2 Dinge. Ein Ziel, für das Sie motiviert bleiben möchten. Mein Ziel ist. Und eine kleine Belohnung, die Sie sich geben werden, wenn Sie einen Fortschritt machen. Wenn ich, dann werde ich. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ziele und Belohnungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Denken Sie daran, Motivation ist nicht etwas, das man hat. Es ist etwas, das man schafft. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.